Wir schreiben das Jahr 2022. Wir starten zu unserer 10. Reise in die Vereinigten Staaten. Wir wollen diesmal erneut die Rocky Mountains und den Yellowstone besuchen. Mit den hier geplanten 33 Tagen ab Denver sind wir insgesamt dann 750 Tage in den USA gewesen. In Denver angekommen, mieten wir uns einen Mietwagen und fahren 3 Tage rund um Denver. Später geht es dann weiter über die Rocky Mountains bis nach Utah rein, dann durch Wyoming bis zum Yellowstone und dann über Süddakota und Nebraska wieder zurück nach Denver. Wir haben reichlich Gepäck, ein Fahrrad ist auch dabei. Da unser Sohn mitkommt, möchte er gern in den Staaten bestimmte Strecken mit dem Fahrrad erfahren. Und nun geht's los. Vorbei an Wiesbaden, über den Atlantik bis nach Grönland und dann weiter bis nach Denver. Über 10 Stunden dauert der Flug und wir kommen nach unserer deutschen Zeit nach Mitternacht in Denver an. Wir haben herrliches Flugwetter und Grönland liegt uns zu Füßen. Unser Start in Frankfurt hatte sich eine Stunde verzögert. Deshalb landeten wir nach 17 Uhr Ortszeit in Denver. Denver International Airport hat 6 Pisten, davon 4 in Nord-Süd-Ausrichtung und 2 in Ost-West-Ausrichtung. Und diese kann man hier sehen. Nachdem wir unser Gepäck erhalten haben, fahren wir mit einem Mietwagen zu unserem Hotel, was uns die nächsten 3 Tage beherbergen wird. In den nächsten 3 Tagen werden wir rund um Denver die Gegend erkunden, bevor wir unser Wohnmobil beim Vermieter abholen werden. Ohne Voranmeldung auf den Mount Everest, auf den Pikes Peak oder in die Rocky Mountains geht es nicht. Für die Rocky Mountains und Pikes Peak haben wir im Internet einen Termin gefunden, Mount Everest leider nicht. Ein kostenfreier Bus, wie hier zu sehen, fährt auf der 16. Straße der Einkaufsmall entlang. Nahe dem Bahnhof sind wir zugestiegen und fahren die komplette Straße entlang und hier in der Nähe vom Kapitol steigen wir aus und besuchen das State Capitol von Colorado. Hier an der Freitreppe vom Kapitol sehen wir die Markierung, dass wir genau eine Seemeile über dem Meer uns befinden. Nach einer intensiven Eingangskontrolle dürfen wir uns frei im Kapitol bewegen und können in alle offenen Räume hineinblicken und sie besichtigen. Ein Blick aus dem Fenster hier im Kapitol zeigt uns das Rathaus gegenüber vor den Bergen der Rocky Mountains. Wir verlassen Denver und fahren zur Naturbühne Red Rocks. Hier am Abhang der Rocky Mountains haben Felsen ein fantastisches Gelände gebildet, die eine Naturbühne nutzt.
Wir verlassen jetzt das Gebiet um die Naturbühne und fahren weiter Richtung Mount Evans. Kurz hinter dem See Summit Lake beginnt die Auffahrt zum Mount Evans. Da wir keinen Termin haben, haben wir uns entschlossen, eine Wanderung um den See zu machen. Man sieht es dieser Bergkuppe nicht an, aber der Mount Evans ist immerhin 4350 Meter hoch. Heute am Feiertag, den Labor Day, hat das Outdoor World Geschäft offen. Im Inneren bestaunen wir die üppige Ausgestaltung des Geschäftes. Die Tour von Denver nach Colorado Springs und weiter auf den Pikes Peak und anschließend zurück ist immerhin 400 Kilometer. Wir sind früh gestartet und haben unseren Zugangstermin gegen 10 Uhr gerade so geschafft. 30 Kilometer lang ist die Auffahrt auf den Berg. Wir starten am Eingang bei 2300 Meter und müssen hoch bis auf 4300 Meter. Das Wetter ist fantastisch, die Sicht ist einigermaßen gut und so halten wir des Öfteren an und genießen die Ausblicke. Nach umfangreichen Baumaßnahmen sieht die Plattform oben auf dem Berg ganz anders aus als 2013. Und scheinbar ist der Berg auch gewachsen, denn damals waren es 4301 Meter und jetzt wird angezeigt 4302 Meter und noch ein klein wenig mehr. Wer nicht mit dem Auto nach oben fahren will, kann die Zahnradbahn ab Manitou Springs nehmen. Aber er darf nur 50 Minuten oben bleiben und dann muss er wieder zurückfahren. Wer mit dem Auto kommt, hat natürlich keine Zeitbeschränkung.
All diese befestigten Plattformen für die Besichtigung gab es 2013 hier noch nicht. Die Bergabfahrt sollte natürlich mit einem niedrigen Gang erfolgen. Wer das nicht beachtet und die Bremsen übermäßig belastet, muss hier unten am Parkplatz pausieren, denn die Ranger kontrollieren die Wärme der Bremsen. Und hier der Blick zurück auf das Bergmassiv Peikes Peak. Unser nächster Stopp ist hier Garden of the Gods, der Garten der Götter. Die fantastisch geformten Felsen vom roten Sandstein gaben dem Garten seinen Namen. Dieser markante Felsen, ein Balance Rock, zieht die Leute magisch an. Von der richtigen Seite aus gesehen könnte man denken, man gibt ihm einen kleinen Schubs und er fällt um. Auch unsere dritte und letzte Fahrt mit dem Mietwagen führt uns in die Berge, die Rocky Mountain Hochstraße. Von hier aus geht es über eine unbefestigte Straße bergan. Bei nicht allzu feuchtem Wetter lässt sich diese Straße mit jedem PKW befahren. Einen ersten Stopp machen wir hier am Wasserfall. Ein Stück weiter stoppen wir und schauen zurück ins Tal. An einer Serpentine machen wir Halt und staunen über den regen Verkehr hier am Mittwoch, den 7. September. Die Fahrt auf der unbefestigten Straße war eine recht staubige Angelegenheit. Hier am Alpine Visitor Center schauen wir uns um und genießen das Bergpanorama. Da wir ja über die unbefestigte Straße nach oben gefahren sind, fahren wir auf der befestigten Straße wieder zurück Richtung Estes Park. Dabei halten wir an vielen Aussichtspunkten an und genießen die Bergwelt. Rechts im Hang ist die befestigte Straße, die von Estes Park nach oben führt, zu sehen.
Ein Starkregen führt des Öfteren hier zu einem Moorabgang und versperrt die Straße, die durch diese helle Fläche führt. Oh yeah, the binoculars and stuff. Am Schluss unserer Fahrt über die hochalpine Straße haben wir noch ein besonderes schönes Erlebnis. Wir sehen eine Gruppe Wapiti-Hirschdamen und ihren Chef dazu. Die Gruppe Wapiti-Hirsche lassen sich nicht stören und wenn sie die Straße queren, haben sie natürlich Vorfahrt vor den Menschen. Der Tag mit dem Mietauto geht zu Ende. Morgen werden wir unser geplantes Wohnmobil abholen und dann die Fahrt fortsetzen. Wir haben noch viel vor. Nachdem wir durch die Rocky Mountains fahren, wollen wir Halt machen am Black Canyon Nationalpark, am Colorado Nationalmonument, am Dinosaurier Nationalmonument, halten für 4 Tage im Yellowstone Ausschau, besuchen den Devil's Tower, fahren weiter in die Black Hills in den Custer State Park. Hier besuchen wir Mount Rushmore und den Crazy Horse Felsdenkmal. Danach fahren wir weiter über den Nationalpark Badlands, über den Nationalpark Wind Cave. Einen letzten Stopp legen wir im Nationalmonument Scotts Bluff ein und dann ist auch die Reise schon zu Ende.